noch einmal auf. Für 3 Spieler, für 3 Borussen, für unsere Nummer 6, Sali. Für unsere Nummer 25, Niklas. Und für unsere Nummer 10, Julian. Vielen Dank für euren Einsatz für Borussia Dortmund und alles Gute für euren weiteren Weg. I think now is the best moment in my life. Last time I said for the standing ovation, but now I need to say for this goal. The first half I tried to score also another goal, but the keeper saved it. But when I scored and saw all defense standing up was unbelievable. I can't explain it. I think I can't sleep tonight, honestly. Jule, mehr als 300 Mal hast du das BVB-Trikot getragen, heute zum letzten Mal bei einem Heimspiel. Wie hat es sich angefühlt für dich? Gut, sehr gut. Vor allem, weil ich auch das neue Heimtrikot, ich finde das schön. Also das ist habt ihr gut gemacht oder wer auch immer es entschieden hat. Ich nicht. Aber hat mir Spaß gemacht, war ein umkämpftes Spiel tatsächlich heute, aber ich glaube, es ist immer schön, wenn man das letzte Heimspiel dann nochmal erfolgreich gestaltet, wenn man einen positiven Eindruck hier hinterlässt, nachdem dann natürlich auch eine große Sommerpause kommen wird. Nächstes Heimspiel wird irgendwann in Monaten sein, dementsprechend war es ein rundum erfolgreicher Tag. War schon sehr emotional für mich, heute allein hier rauszulaufen und so. Wusste ich, meine Familie ist oben. Wusste jetzt nicht ganz genau, wie das mit der Verabschiedung ist oder wann und wie und wo. Und es war mega schön, wie die Fans reagiert haben. Ich bin unfassbar dankbar, wie die mich einfach nochmal hier verabschiedet haben, muss man auch sagen. War jetzt auch für mich nicht selbstverständlich. Waren jetzt auch nicht nur tolle Jahre hier, sportlich, sage ich mal. Unfassbar dankbar. Also an alle, die das sehen. Ich glaube, ich kann für Sally und Julia auch sprechen. Wir haben danach nochmal gesprochen. War sehr schön. Noch viel schöner mit einem Sieg in meinem letzten Spiel. Ja, war ein geiles Gefühl. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Von der ersten Sekunde an war eine geile Stimmung und mit den 3 Punkten ist es umso schöner. Was für Momente beim BVB werden dir vielleicht immer in Erinnerung bleiben? Was meinst du? Ja, ich habe ja viel erlebt, ne? Vom ersten Jahr an mit der Meisterschaft, knappen Meisterschaft. Vom zweiten Jahr mit dem knappen Champions League Sieg. Ich glaube, es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Erinnerung, muss ich sagen. Ich blicke da sehr gerne zurück. Klar, man würde sich wünschen, wenn man die noch gewonnen hätte. Aber gut, kann man jetzt nichts machen, kann man nicht ändern. Aber ich blicke sehr, sehr gerne auf die Zeit zurück. Und ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung hier gewesen. Riesigen Applaus! Unsere Nummer 10, Julian! War viel Wehmut dabei heute oder welches Gefühl hat überwogen? Freude tatsächlich, weil ich glaube, Wehmut tritt dann immer erst ein, wenn du wirklich weg bist. So, wenn du weißt, das ist
kommt nicht mehr wieder. Also ich bin jetzt immer noch zumindest eine Woche hier. Wir trainieren hier noch, wir haben noch ein Spiel, was auch für mich ein Stück weit auch emotional ein bisschen ist, oder zumindest mir mal Spaß macht, dort zu spielen, und dementsprechend kommt das immer erst, glaube ich, so nach so einer Saison. Mit welchem Gefühl blickst du so auf deine BVB-Karriere zurück? Mit Stolz, mit vielen schönen Momenten, mit manchen traurigen Momenten logischerweise auch. Aber ich habe fantastische Spieler hier kennengelernt, ich habe mit fantastischen Spielern gespielt. Ich habe vom Staff bis Mitarbeiterverein tolle Menschen hier kennengelernt. Auch mit vielen Fans ja auch logischerweise neben oder auf dem Platz dann Kontakt gehabt. Ja, wie gesagt, ich gehe eigentlich nicht mit einem traurigen Auge, sondern mit einem Lächeln, weil ich auf was Positives zurückgucke und nicht irgendwie das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wie ich es am Ende sagen soll. Es ist einfach, bleiben die positiven Momente, und wenn man so dran denkt, dann lacht man mehr, als dass man traurig ist. Du hast angekündigt, deine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Ja klar, wenn man mal anguckt, was der Fußball mir gegeben hat, schon sehr schwer. Der reine Sport, fällt mir unfassbar schwer. Hat mir so viel gegeben und ermöglicht, und auch meiner Familie. Und ich bin sehr, sehr dankbar, und ich bin auch dankbar für meine Zeit hier beim BVB. Weißt du schon, was du nach deiner Karriere als Fußballprofi machen wirst? Also Fußballprofi nicht mehr. Aber nee, keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal auch die Zeit nutzen. Ich werde auch erstmal Urlaub machen, ganz normal, wie ich es gemacht hätte, wenn ich noch weiterspielen würde. Und Reisen wäre schön. Die Zeit nutzen, die man mit seinen Kindern noch hat, die noch nicht in die Schule gehen. Und ich bin aber immer eine Person gewesen, die irgendwas dann machen wird. In welchem Bereich habe ich das große Glück, mir dann ein Stück weit auch selber aussuchen zu können. Und Riesending, was jetzt zu Ende ist, aber hoffentlich auch ein schönes Ding, was kommt. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle Fans, wie sie mich heute verabschiedet haben. Wenn du jetzt einem neuen Spieler, der zu Borussia Dortmund kommt, erklären müsstest, was diesen Verein ausmacht, was wäre das? Fußball, Verrücktheit, Gemeinschaft, dass es hier besonders ist, nicht nur das Stadion, sondern allgemein. Ich glaube, dass das Leben für diesen Verein, für die Stadt, die Umgebung, dass Ruhrpottler auch ein Stück weit eigen sind. Und trotz alledem, das ist am Ende neben all den Themen wie Riesenaufmerksamkeit, die du hier auch hast, medial, aber auch Druck, dass es am Ende eigentlich auch einfach nur Fußball ist, und dass die Leute einfach die einfachen Dinge im Fußball auch draußen feiern, dass du dir die Herzen hier, würde ich sagen, auch mit den einfachen Dingen erobern kannst, und dass du hier Riesenspaß hast, das auch trotzdem gekoppelt sein sollte an Erfolg.